Hallo Retro-Freunde, heute freue ich mich, euch eine neue Figur aus der Masters of the Universe Origins Reihe vorzustellen, zu präsentieren, die ich bekommen habe. Es handelt sich um keinen geringeren als den Anti-Eternia He-Man. Viel Spaß bei dem Video! Ja Leute, wenn ihr meinen Kanal schon kennt und wenn nicht, dann holt das bitte schleunigst nach. Klickt auf den Abonnieren-Button und aktiviert das Glöckchen. Ja, wenn ihr den Kanal kennt, wie gesagt, dann wisst ihr, dass ich im Community-Tab als auch auf Facebook halt letzte Woche gepostet habe, dass ich auf Amazon gefunden habe, dass der Anti-Eternia He-Man aus der Origins-Reihe vorbestellbar ist. Eine Figur aus der Wave 8, wobei ich die Wave 7 noch gar nicht komplett habe, weil da fehlt mir noch der Mini-Comic Stratos. Ich habe es gepostet, ja, habe mir das gute Stück bestellt, zweimal. Ja, und 5 Minuten nachdem ich es gepostet hatte, habe ich schon die ersten Kommentare drunter gehabt, von wegen, ist schon ausverkauft. Und das ist Wahnsinn wieder gewesen. Ja, also ich habe auch nicht damit gerechnet, dass die Figur quasi bei Amazon das erste Mal aufschlägt. Und ich habe noch weniger damit gerechnet, dass ich halt 2 Tage später, nachdem ich den vorbestellt habe, der war ja nicht lagernd, schon die Versandbestätigung bekommen habe. Und ja, wie gesagt, jetzt umgehend das Paket bei mir angekommen ist. Ich habe den Anti-Eternia He-Man zweimal bekommen. Ja, das hat den Hintergrund, dass das eine der Figuren ist. Auch wiederum, wenn ihr mich kennt, wisst ihr, ich sammle die Origins eigentlich zu 99,999% in OVP, weil die mir mit der Verpackung so viel mehr geben wie ausgepackt. Ja, aber dieser Anti-Eternia He-Man ist eine der wenigen Figuren, die ich auspacken möchte, und das möchte ich auch hier jetzt in dem Video mit euch zusammen machen. Ja, ich glaube, das sind die wenigsten von euch, wer Anti-Eternia He-Man nicht kennt, diese Figur entspringt, ja quasi, hat ihren Ursprung in Deutschland bei Europa, bei Heike Dine Körting und H.G. Francis, ja, die den Anti-Eternia He-Man in der Masters of the Universe Europa Hörspielfolge Nummer 11 Anti-Eternia quasi kreiert und ins Leben gerufen haben. Also diese Figur basiert auf keiner Mattel-Vorlage etc. Ja, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Sondern ist eine Schöpfung aus Deutschland, aus den Europa-Hörspielen. Ja, und in dem Europa-Hörspiel finde ich es ganz toll. Ich möchte jetzt nicht auf das Europa-Hörspiel eingehen, ja, aber wo Trapjaw Beastman erklärt, was Anti-Eternia ist, weil Beastman fragt halt Trapjaw, was ist denn Anti-Eternia? Und das erklärt Trapjaw so genial, finde ich, ja, weil er sagt halt einfach, Anti-Eternia ist die Gegenwelt. Und der Beastman wieder, die Gegenwelt? Wie die Gegenwelt? Und dann sagt der Trapjaw wieder, alles hat 2 Seiten. Gut und böse, Himmel und Hölle etc. Ja? Und sagt dann halt Eternia und Anti-Eternia. Und das finde ich so genial. Ich finde, das ist eins meiner Lieblingshörspiele, ja, von damals. Es gibt ein paar, aber das sticht, ist halt in den Top 3 bei mir. Ja, und der Anti-Eternia He-Man ist halt der, Chef-Boss, sage ich mal, von Anti-Eternia, und Skeletor hat ein Dimensionstor aufgemacht oder lässt die Bösen, also die Monster, die Kreaturen aus Anti-Eternia nach Eternia kommen, um He-Man zu besiegen, damit Skeletor endlich der Herrscher von Eternia, von Castle Grayskull wird. Ja, und aus dem Ganzen hat jetzt Mattel eine Origins-Figur rausgebracht. Den Anti-Eternia He-Man gab es damals als Vintage-Figur nicht. Der kam aber die letzten Jahre immer mal öfters raus. Der war verfügbar von Reaction, diese kleinen 3,75 Inch Figuren. Ja, den gab es bei den Moto Classics, meine ich, dann auch, den Anti-Eternia He-Man. Ja, und jetzt hat Mattel ihn, wie gesagt, endlich rausgebracht als Origin-Variante, das, was es damals als Vintage-Figur nicht gab, im Origins, also quasi Vintage-Design, mehr oder weniger. Und ich finde das so toll, ja, und ich möchte euch mich mit euch die Figur mal gerne anschauen. Ja, erstmal muss ich sagen, entweder hat Amazon was gelernt oder es war einfach nur Glück, aber die Karten sind top, ja, sie sind beide unpunched, ja, die Blister sind komplett heile, die Karten, die Ecken, wenn ihr das seht, ist es nichts verknickt oder sowas halt, ja, also richtig toll. Ja, und zu der Karte, glaube ich, brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Ich finde es schön, ja, dass das Anti-Eternia hier oben, der Schriftzug, der Namensschriftzug ist ja immer in weiß gehalten, ja, dass das Anti-Eternia in gelb da steht.
Ich weiß nicht warum. Es macht für mich irgendwie, ja, ich finde es cool. Ich finde es passt, es sieht gut aus. Ja. Von der Figur her, wenn ihr das seht, es ist natürlich ein Abguss von dem He-Man, von der He-Man-Figur. Einfach ein bisschen anders da in die Farbe getaucht und schon habe ich einen Anti-Eternia He-Man. Das Gute ist, er hat den Vintage-Head He-Man-Kopf drauf, also nicht den neumodischen, sondern den alten, den Vintage angehauchten Kopf. Ja, und ansonsten die Figur ist schwarz, ja, mit roter Gürtelschnalle, mit roten Armreifen, mit rotem Rüstungsdetails, das Kreuz etc. Und die Haare, die Stiefel und die Fellhosen sind so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, so ein bisschen dunkelrot. Ihr merkt, ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm und ihr versteht mich trotzdem. Ja, und wenn ich mir die Rückseite anschaue, mal ganz kurz, ja, habe ich hier natürlich wieder ein geniales Artwork, ja, wobei ich hier den Anti-Eternia He-Man im Vordergrund habe und hier hinten ist helle Grayskull, also das Anti-Grayskull quasi, ja, aus der Gegenwelt. Das meine ich, habe ich gehört, aber auch da korrigiert mich, wenn ich richtig liege. Das ist von einem, ich glaube auch von einem deutschen Künstler gemacht, der aber hier gar nicht erwähnt wird. Das heißt, Mattel hat einfach so sein Anti-Eternia, also Anti-Grayskull quasi Bild mehr oder weniger frech kopiert und hier hinten auf die Backkarte gepackt. Ja, wie gesagt, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr das genauso seht, beziehungsweise wenn ihr das bestätigen könnt. Ja, ansonsten, ich finde das Artwork halt wieder genial. Ja, mit dem kleinen Beigeschmack, dass es halt anscheinend nicht halt von Mattel oder von Axel G. Mendes etc. gemacht worden ist, sondern dass es diese Vorlage quasi schon gab und Mattel hat es kopiert. Bei der Figur, wie gesagt, hier, ich sehe hier, wie ich dem das Schwert in die Hand drücke. Ich sehe, dass ich halt die Hüfte drehen kann etc. Und ich sehe die weiteren Figuren aus der Wave 8, natürlich ausgenommen He-Man und Skeletor, die stehen immer mit drauf. Und die 4 neuen Figuren aus der Wave 8, das sind einmal der gute Sunman, das ist der Horde Trooper, auf den ich mich auch freue, das ist Clawful und natürlich der Anti-Eternia He-Man. Und nochmal ganz kurz oben zu dem Artwork. Ja, wenn ich das jetzt, mal gucken, ich halte es so dagegen, da sieht man es besser. Wenn ich jetzt das Artwork von dem Origin He-Man nehme, den hatte ich ja auch ausgepackt, ja, dann seht ihr hier, dass das schon so ein bisschen Story ist, sage ich mal. Ja, das heißt, ich habe das Bild von He-Man einfach umgedreht in die Anti-Welt, ja, von Mattel. Ja, und ich habe halt den Anti-Eternia He-Man jetzt in der gleichen Pose wie den normalen He-Man, wie unseren Lieblings-He-Man. Ja, ich finde es einfach toll, diese kleinen Details. Ich finde es klasse. Ja, und jetzt möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich packe die Figur jetzt aus, also eine davon. Ja, und nehme mir dazu den anderen. Der hat den ganz, ganz kleinen Knick hier unten. Deswegen sage ich packe den aus. Und ich stelle jetzt auch die Kamera nicht um etc., wie ihr das von meinen anderen Auspackvideos kennt, sondern ich muss euch, glaube ich, nicht zeigen, wie die Figur ausgepackt wird. Das mache ich jetzt einfach mal hier. Ich blende euch natürlich dann wieder Bilder ein. Ja, und ich reiße den einfach mal hier hinten auf. Ja, und hole mir die gute Figur raus. Ja, und mal gucken auch, der Comic, das ist ja auch dann das erste Mal, dass ich den neuen Comic halt, oder das neue Heftchen habe. Und beim Heftchen ist natürlich ganz omnipräsent, das war fast klar, der Sunman drauf. Ja, und ich habe auch hier, ja gut, nee, steht nur Rulers of the Sun, Sunman drauf. Und natürlich hier, wenn ich jetzt wieder ganz kurz euch das Ganze zeige, sind wieder keine Sprechblasen. Das ist ja bei den EU-Karten leider Gottes so, nur die US-Karten, wie gesagt, haben, und ich glaube auch die mexikanischen oder die brasilianischen, was auch immer es sind, haben die Sprechblasen. Also die EU-Karten haben es nicht. Aber auch hier wieder die Rückseite, schön Vintage angehaucht. Wieder nochmal die Figuren drauf, die es in der Wave gibt. Und jetzt kommt das Eigentliche. Ich hole mir den Anti-Eternia He-Man raus. Der hat jetzt wieder hier so ein paar, ja, was soll ich sagen, so ein paar Gummis an den Händen. Die machen wir jetzt einfach mal ab. Da werde ich wieder ein bisschen rabiat sein. So. Da haben wir ihn. Und jetzt habe ich Anti-Eternia He-Man. Ich hatte den, wie ihr wisst, ich habe keine Classics gesammelt. Ja, ich hatte früher Vintage gesammelt, da gab es die Figur, wie gesagt, nicht. Und jetzt habe ich den Anti-Eternia He-Man in der Hand. Und ich finde, wie gesagt,
es ist eine Farbvariante von He-Man, aber ich finde diese Farbvariante, ich finde dieses Schwarz mit dem Rot, ich finde es so genial, ich finde es so toll. Ja, und ich finde, die Augen sind gut gelungen. Ja, die Augen sind weiß mit einer roten Umrandung. Ja, das Einzige, glaube ich, was ich hier... das Kreuz, wenn man das sieht, das Kreuz auf der Brust ist ein bisschen unsauber gemalt, wie man sieht. Es ist ein bisschen Farbverlauf, es ist ein bisschen schwarz im Kreuz drin, etc. Ja, das Einzige, was ich mir vielleicht gewünscht hätte, aber wie gesagt, das ist jetzt meine eigene Meinung, das ist Jammern auf hohem Niveau, ist, dass die Haare auch knallrot wären. Das fände ich, glaube ich, toller als dieses ich glaube, es ist Weinrot oder Kaminrot, keine Ahnung, als diese Farbe. Ja, ich habe jetzt hier als Waffen dasselbe dabei wie bei He-Man. Ich habe das Schild, auch wieder in schwarz mit rot. Ich habe eine schwarze Doppelaxt und ich habe das schwarze Zauberschwert. Also richtig, richtig toll. Und natürlich habe ich auch den Vergleich. Ja, das heißt, ich packe das Schild jetzt einmal an die Hand, an die gute Anti-Eternia He-Man Hand. Ich packe ihm das Schwert in die andere Hand. Jetzt ist das Schild wieder runtergefallen. Das hat wohl doch nicht so gehalten. Machen wir es nochmal dran. So. Schwert und Schild. Das hält nicht. Wieso hält das nicht? Das ist jetzt der Vorführeffekt, Leute. Ja. So, jetzt habe ich das Schild dran, wenn auch nicht ganz typisch, wie es sein sollte. Die Axt kann ich ihm, ich habe hier hinten diese Schlaufe, die Axt kann ich ihm hier hinten reinstecken. Hinten reinstecken hört sich komisch an, aber ja, ich habe sie ihm mal hinten an die Rüstung geklemmt, sagen wir mal so. Und habe jetzt die beiden Figuren. Ich habe jetzt hier den richtigen He-Man, ich habe den Anti-Eternia He-Man. Und ja, wie gesagt, das ist eine der wenigen Figuren, die ich ausgepackt habe hier. Und ich wollte auch den Anti-Eternia He-Man unbedingt auspacken, weil ich diese Figur einfach genial finde. Und ich finde es so toll, dass diese Figur quasi schon, ja, Kultstatus, sage ich mal, bekommen hat. Und diese Figur jetzt weltweit vermarktet wird, obwohl es halt aus einem Europa-Hörspiel war, wo ich den He-Man auch nur gedanklich, also den Anti-Eternia He-Man auch nur gedanklich vor mir gesehen habe, ja, weil, ich blende euch mal das Cover ein von der Europa-Hörspiel-Folge, da seht ihr, dass es nirgendwo ein Bild zu dem Anti-Eternia He-Man gab. Das Cover hatte den schwarzen Nebel mit diesem Gespensterkopf, mit diesem Totenkopf, gegen den He-Man kämpft, abgebildet, aber es war nirgendwo ein Bild von Anti-Eternia He-Man. Ja, und den gab es quasi nur in der Fantasie und jetzt hat Mattel ihn, wie gesagt, den gab es schon mal in den Classics und in anderen Versionen, aber nie in der Vintage-Variante und jetzt hat Mattel ihn als Origin-Figur rausgebracht. Ich finde es total toll, auch wenn ich wieder sehe, dass hier das Beingelenk, das ist stabil, das hier ist relativ lose, das eine. Ja, auch wenn es hier diese kleinen Mankos gibt, aber wie gesagt, es stört mich nicht wirklich. Ich stelle den jetzt hier neben den He-Man hin und habe einen Anti-Eternia He-Man in der Sammlung, in der Origin-Variante, also im Abklatsch-Abguss, das ist jetzt nicht negativ gemeint, der Vintage-Figuren. Ich finde es total toll. Und ja, eine weitere Figur für meine Sammlung, eine erste Figur der Wave 8. Die anderen 3 erwarte ich auch noch. Hoffentlich kommen die bald. Und ja, wenn einer vielleicht jetzt nochmal einen Mini-Comic Stratos hat oder weiß, wo man den herbekommt und keine 30, 40, 50 Euro bezahlt, der kann es auch mal in die Kommentare schreiben. Weil der fehlt mir noch von der Wave 7. Dann wäre ich wieder soweit komplett. Und ja, Leute, das war ein kurzes Review, ein kurzes Unboxing. Kurz und knapp zum Anti-Eternia He-Man. Natürlich sind wir nicht ganz fertig. Natürlich nicht. Ja, ich möchte natürlich eure Meinung haben zu Anti-Eternia He-Man. Braucht es den? Ja, laut eurer Meinung. Findet ihr das toll? Findet ihr das überflüssig? Das ist jetzt schon, also Faker, ja, gab es auch schon in der Origin-Variante. Aber es gibt schon mehrere He-Man. Der Flying Fist He-Man ist schon angekündigt, ja. Der Thunder Punch He-Man kommt mit Sicherheit auch noch. Der war ja auch schon auf dem Cardback drauf. Ja, der Battle Armor He-Man, der normale He-Man mit einem neuen Kopf, mit einem Vintage-Kopf etc. Was haltet ihr davon? Ja, natürlich ist es für Mattel günstiger, jetzt nochmal die Figur in einer anderen Farbe rauszubringen, als eine komplett neue Form zu gießen, sage ich mal. Ja,
Lasst es mich mal wissen, braucht ihr den Anti-Eternia He-Man oder braucht ihr ihn nicht? Ich brauche ihn sogar so, dass ich ihn zweimal gekauft habe. Das mache ich eigentlich relativ selten, vor allem zu Anfang, ja, weil ich mir, wenn, vielleicht mal eine zweite Figur hole, die ich auspacke, wenn ich die vielleicht für einen Zehner irgendwo finde, aber nicht für 16,99. Also Leute, schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ansonsten, wie zu Anfang erwähnt, wenn ihr den Kanal noch nicht kennt, euch das Video gefallen hat, schaut mal in meine anderen Videos rein. Wenn die euch auch zusagen, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Natürlich auch über einen Daumen hoch. Das erhöht nochmal die Reichweite meines Kanals und gibt YouTube so zu denken, dass meine Videos ein bisschen breiter gestreut werden. Und in diesem Sinne, Leute, gehabt euch wohl, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Retro Rauner.